So, als nächstes haben wir Nintendo Direct. Willkommen. Schauen wir, was da Interessantes 18. kommt. Was? PEGI 18? Was? Kommt jetzt Zelda für Erwachsene? Wie hat das geheißen? Ich hab's vorhin angesprochen. Ich habe nicht einen Teil davon gespielt. Splatoon, oder? So war das. Ist das ein eigenes Spiel in Splatoon-Universum? Schaut nicht sonderbar interessant aus. Erweiterungspass für Splatoon 3. Ist Splatoon ein Singleplayer-Spiel? Auf das letzte Game habe ich mega Bock. 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。Okay. 最初にご覧いただいたのは、スプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾、サイドオーダーの映像です。本作は Ich nehme mal an, dass das letzte ein Mario-Spiel sein プレイ wird ヤー oder の能 sowas. 力を強化しながら攻略していく内容で、繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。それではヘッドラインをご覧ください。 The toys are back in town. Donkey Kong, Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Nintendo Switch. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. So ein And it's up Schuft. to Mario to track him down. So ein Schuft. Was für eine Each stage, tolle Story. missions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. That monkey's tail looks a little suspicious though, doesn't it? If Mario does this, Also das ist so ein reines Rätselspiel. now he can get across Okay. and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip. Like that. Hands down jump. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend. Ich kann mir in vorstellen, du local könntest co-op. bei sowas wirklich knifflige However Rätsel you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the Zusammenstellen. toys. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt spielen wollen würde. Launches on Nintendo Switch February 16th. Die Idee ist auf jeden Fall Pre-orders cool. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save the prince and the world. In a world.
guides Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, this game features 2D, side-scrolling action-adventure. Es ist so schade, dass Bridge of Persia Remake so in Development Hell ist. Das sieht auch cool aus. Ja, es ist schade, dass es so ein Side-Scroller ist und nicht so ein 3D-Spiel, so wie die anderen. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Kaf. When Prince of Persia: The Lost Crown launches on Nintendo Switch January 18th. You can receive the in-game Warrior Within outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. These games will help you chase your passions. Rev up for true arcade racing in Horizon Chase 2. Speed through stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main campaign to unlock vehicles, courses, and more. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high So ein wie damals wird vielleicht nicht mehr kommen, wäre ja purer Horror. Was meinst du jetzt, das originale Prince of Persia auf dem Amiga oder meinst du jetzt End of Times? Full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch shortly after this presentation. Warm up for Ich habe Prince of Persia auf dem Amiga gespielt, die Trilogie. Ah, die war eh gut. Also der erste Teil war gut. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Und es soll ja ein Remake in Arbeit sein. Up to 4 friends can battle Aber sie sind Development Hell. or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Ich bin nur unfähig für Rhythm Games. Shortly after this Ich habe so sehr keinen Rhythmus im Blut. Anya Forger has a new assignment from school. Spy Creating a Anya? photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy family time in the evenings. Yay, On ich kann in die days off, Schule you gehen can in ein visit all Spiel. sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to photograph. The beach? Was? Das ist ein Kunstmuseum? What? Warrior Within und Two Thrones hast du nicht gezockt? Oh ja, ich hab alle drei gespielt auf der PlayStation 2. Or an art museum, in search of subjects to photograph. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya: Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Okay, das wirkt Mario's wie eine interessante Sache. Gerade meintest du nur, nein, nur Sense of Time. Nur Sense of Time wird geremaked. Aber ich habe Warrior Within und ich habe das andere auch gespielt. Ich glaube, ich habe es sogar noch irgendwo da auf der PlayStation 2, aber ich müsste es suchen. Ich glaube, ich hab's. first RPG adventure returns. Aber ich fand nur den ersten Teil wirklich Super cool. Mario RPG is back with updated graphics. Also auf das Spiel freue ich mich schon. Returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. Auf das When you freue ich time mich your attacks weniger. perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Yeah! Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them. Mir hat aber nur der Set of Time Teil wirklich gefallen. Gameplay-mäßig fand ich die anderen auch okay. Ich mochte nicht, wie sich die Story entwickelt hat.
Und es hat dann irgendwie so versucht, extrem edgy zu wirken. Also während Sand of Time noch irgendwie so ein Fun-Game gewirkt hat, war dann The Warrior Within irgendwie so ernst, überernst und so weiter. Again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. Ich würde es so cool finden, wenn sie so einen Wechsel machen, zulassen würden, so mit Grafik, dass du das auch im alten Stil spielen kannst. Das wäre irgendwie cool. When Super Mario RPG launches on Nintendo Switch November 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Oh Gott. Hey. Look alive. We're almost there. The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Blood Edward Island in search of him. Ist das ein Remake oder ist das ein Ashley encounters puzzles and obstacles Remaster? that hinder her investigation. Can you see me? She also meets a mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. Okay. So this is like Juliet. Also kriegst du zwei Spiele im Preis von To einem? experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo Ich bin ein eShop Fan von shortly sowas, after this von presentation. Collection-Sachen. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Princess Peach. Ah, das ist dieses One day, Super Mario Peach Spiel, presented a oder? flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Ich bin nicht so ein Fan davon, dass Now, die it's up to Princess Peach zu and einem Hero Guardian wird. Stella to save the play and the day. Finde ich. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Also es ist quasi wie Super Mario Odyssey statt den Hut. Whoa, Peach transformed into Sword Fighter Peach. By What? transforming, she can use fantastic show-stopping Sword abilities. Fighter Fend off the Sour Peach. Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? Sie wird nie wieder von Mario gerettet werden mit der Haarschleife. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Oh, ich habe ein Item gefunden. Schau, der Schlüssel ist in der Ecke bei der Bank. Wir sind so gut. Urgute Detektivarbeit. Have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash.
The Sour Bunch got their hands Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das ich spielen würde. Kung Fu Peach. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach Showtime makes its debut on Nintendo Switch March 22nd. Ich meine, ich würde spielen, Nintendo eShop shortly after this aber ich bin kein Fan von der Idee, dass sie eine Heldin wird. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外にもまだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Sailor Moon Peach quasi. A new saga begins. A multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. Okay. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. Heißt das, jede Figur hat seine eigene Story? Unfolds is in your hands. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Ich habe noch nie ein Saga-Spiel Fight in timeline gespielt. battles. Ich kenne das turn-based Franchise gar nicht. combat in which turn order is crucial to victory. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Saga Emerald Beyond launches on Nintendo Ich habe nie ein Switch Saga-Spiel next year. gespielt. The legendary Raider returns. What? The first 3 Tomb Raider games, all with What? upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one daring collection. What? As the fearless archaeologist, Lara Croft, you'll travel the world and face off against deadly foes and What? even deadlier legends. Climb, backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the What? way, you'll solve puzzles to uncover treasures Kommt das nur für die Switch? of the ancient world Kommt das nur für die Switch? and unravel mysteries lost to the ravages of time. This Es ist mehr als nur remastered Teil trilogy 1, oder? comes with all Trilogie. the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Oh, ich würde so sehr das spielen wollen mit Tomb Raider Upgraded. 1 through 3. Oh, Tomb Raider 4 war aber mein Lieblings-Tomb Raider. Wieso ist der 4. Teil nicht dabei? Tomb Raider 3 habe ich nie durchgespielt. Tomb Raider 1 und 2 schon, der 3. war mir irgendwie zu schwer. Aber warum ist der Teil 4 nicht drinnen? Remastered starring Lara Croft. Auf alle launches on Konsolen? Nintendo Switch, February 14. Cool. Aber warum Pre-orders ist, begin on Nintendo eShop warum shortly ist after nicht Teil this 4 presentation. da mit einbezogen? This detective's got a second bolt of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Tim interviews people. Pikachu interviews Pokemon, and they find the truth together. Das heißt, das muss ich auch auf meine Liste geben, das They'll Tomb Raider also Spiel. rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow Sense with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu Das Luxray solve gehört all zu the meinen mysteries and find Harry? Lieblings-Pokémon. Find out when Ich habe noch nie Detective ein Pikachu returns. Detective Launches on Pikachu-Spiel Nintendo gespielt, wenn ich Switch, ehrlich bin. October 6th.
pre-orders are available now on Nintendo eShop. This game's a real toot. Oh Gott. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every Das klingt control so scheme lustig. won't be a walk in the park. Das klingt so lustig. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Spiel wäre, was ich spielen würde. Trombone Champ slides on Aber es Nintendo klingt Switch zumindest shortly lustig. after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta test will be available this October. Nichts für Lead your mich. mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical RPG. Take up various contracts, from protecting townsfolk from thieves to vanquishing the land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills. Das erinnert Claim mich an dieses victory eine Spiel, das ich and live gespielt to habe. see another day. Up to 4 players online Aber jointly command a nicht troop sehr. and journey together across this vast world. Aber so visuell hat das Tales irgendwie launches as a timed mich console erinnert an das. exclusive Ich weiß to jetzt nicht, Nintendo wie das Switch heißt. Shortly after this presentation. Das ist dieses Fantasy-Spiel, von dem ich nicht so Run begeistert war. and gun in this reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons. Ich bin sehr skeptisch, wenn Konami Spiele mittlerweile rausbringt. Und ich glaube, vor ein paar Jahren gab es ja auch ein anderes Contra, das rausgebracht worden ist, was auch nicht so gut angekommen ist. Oder? Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and stolen nations. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the Ring of the Unicorn, ancestral treasure of Cornia's royal lineage. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Das schaut The answer is interessant clear aus. as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, Mit Food or Porn. even years. But I shall Wahrscheinlich ist protect deswegen my bloodline. PG-18. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Sieht aus wie Free-to-Play Mobile Game. Ich weiß nicht, ich finde, das hat gut ausgeschaut. Interessant auf jeden Fall.
Mario is missing. Mario. Luigi's Mansion 2 HD. Das war's. Warum machen es nicht Welcome Luigi's to Mansion Evershade Valley, 1? a place that's screaming Remaster. and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Kommt sicher noch. Time for some mansion mayhem. Aber warum machen No sie das nicht spooky sofort? adventure is complete Warum without machen this sie den vacuum-like zweiten Teil? device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects. Mario is Missing ist ein Spiel, das ich viel It's gespielt a habe. handy tool for your paranormal escapades. Plus, when you spot a ghost, pop! You Aber can hauptsächlich, stun weil them ich nicht with viele the Spiele auf strobe, dem Super then Nintendo hatte. vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the Spinner. day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exercise across different multiplayer modes. Das Wortspiel. Der Weg zum Luigi's optionalen Mansion Pass ist 2 gottlos. HD Oh je. creeps onto Nintendo Switch next summer. Also wirst du noch länger brauchen? いかがでしたか？ここで皆さんに2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Okay. Schiffscontainer? Was? 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハ Das テ ist ナ ein ブロック、 Dach. 現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。この資料館の正式名称は任天堂ミュージアムに決まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在 Es gab, ich habe irgendwo mal so eine Nintendo オープンの時期など詳細については Doku angeschaut. Sie haben mit Karten begonnen, Karten zu verkaufen, so Sammelkarten. 2つ目はアミーボに関するお知らせです。 Wusste ich gar nicht. ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定しました。そしてゼノブレイド3のノアとミオは2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。さらに新たなアミーボとして大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルから空の発売が決定しました。これによって Ich bin kein Fan von Super Mario, Smash Mario, Super Smash 発売は Bros. 2024年を予定していますので、 Noch nie so eine Scheiße gesehen. Du meinst diese gottlose Scheiße oder du meinst 以上 das お知らせ Amiibo-Ding? でした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Den Weg? Naja, der Weg zu dem Feuer, zu dem Schmelzdämon ist auch schon Sache. Ich habe das Spiel auch, ich habe das Spiel geliebt, aber ich habe es nur bei einem Freund spielen können, weil ich nie das F-Zero-Spiel gehabt habe. What? F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high Gab's speed nicht races. im NES-Spiel nur Careful. 4 Power meter zum will Auswählen? decrease if you crash into pilots or guardrails. If it hits 0, you're out. You'll need to avoid collisions and conserve your power meter to stay in the race. Feeling risky? Man muss ein neues F-Zero-Spiel machen und das so zu einem Open-World-Spiel machen, ähnlich wie so You can also collect super sparks, which appear when machines collide. To Horizon? boost up to a Nicht special Horizon. path called the Forza Skyway. Horizon. It's So, your best chance at bypassing das ist irgendwie your cool. rivals
and jumping into a higher position. Complete goals while you're racing to unlock cosmetic options for your machine. Ist free to play und gibt wahrscheinlich nur eine bestimmte Zeit lang wie die anderen beide. Okay. Wieso nur eine bestimmte Zeit lang? Das gibt keinen Sinn. 99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch Online members shortly after this presentation. 30年以上の時を経て F-Zero がバトルロイヤルになって蘇ります。 Bist du gelähmt? 30 Nintendo Jahre? Switch オンラインに Bin 加 so 入して alt. いる Bist と du 購入 gelähmt? できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。 Was hat er gesagt? スーパーファミコン Nintendo Switch オンラインに加入している Ein Super Nintendo Controller für die Switch? このスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。 One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals holding the land together collapse and throw everything into chaos. It's up to you and your knitting magic to stitch Vandal City back together. Journey across the land to gather materials Ich mag and so craft items and Pixel-Art-Spiele. meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting festivals for the community. Okay, Can you das klingt save Vandal City? interessant. And what mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Tale, a League of Legends story, launches on Was? Nintendo Switch next year. What? League of Legends? Okay, das habe ich nicht kommen Did you hear sehen. that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, Ich habe auch League of Legends nicht sled your way gespielt. through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their past. Song of Nunu, a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Let's move into Formation. Man muss ja der Belegschaft mal was Gutes tun. Oh Gott, es ist auf Deutsch. Willkommen auf Party Party. This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body Das moving. hat so falsch ausgeschaut. In each microgame, you'll get into a specific pose called a form. Copy the form shown, then perform the correct action as quick as you can. Ich finde die Idee cool, aber ich möchte The microgames will urfaul come one after another, so look alive. rumliegen, rumsitzen beim Spielen. Und nicht rumhüpfen. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Freeze! Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. Aber ich finde es cool, dass die Switch immer so verrückte Spiele rausbringt. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These 3 band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. Ist das nicht das Hauptspiel von den einen Spielen, das ich gespielt habe?
Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle Hundred Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Participate in some pixel-perfect play. Was? Next stop, Octopia. Travel to a charming parallel world in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock, whip up culinary delights for your neighbors, and restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Ich habe Eastward noch gar nicht gespielt. Ich kenne, glaube ich, auch das nicht Get wirklich. back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge Das sieht aber cool Commander's aus. Groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in Es Conquest. hat auf jeden Fall was Interessantes. Battle friends locally or online. Für Mehrspieler-Modi, die zusätzlich Zubehör, zusätzliche Spiele oder zusätzliche Konsolen erforderlich sein, die separat erhältlich sind während des Online-Spiels, wird eine Internetverbindung benötigt, um Online-Service nutzen zu können. Oh Gott. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console. Ich kann mir halt da nicht wirklich vorstellen, wie sich das zum Spielen anfühlen wird. Begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Aber ich nehme an, ähnlich wie JRPG. Ich nehme es zurück. Das Spiel soll gut Fish by sein. day. Then serve them as sushi by night and the aquatic adventure Dave the Diver. Das soll cool sein, das Spiel. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6. The Mario final wave of the Kart Mario mochte ich Kart nur, Deluxe Booster mag ich Course nicht Pass mehr. DLC. From Ich finde es so Mario blöd, Kart dass Wii, du da Daisy so viel Circuit. Glück brauchst und More so. returning characters are also being added in Wave Das ist der 6. Hauptgrund, warum ich es eigentlich From nicht Mario mag. Kart Double Dash, Du kannst einen Diddy guten Kong. Run haben, From Mario Kart Wii, aber irgendeine Kleinigkeit kann da alles ruinieren. Wie Glück. Naja, du bist kurz vorm Ziel, du bist die ganze Zeit Erster und gerade kurz vorm Ziel wirst du mit irgendwas getroffen und du bist Letzter. and also Key Jet. Aber ich muss auch sagen, ich spiele nicht Wave wirklich 6 gut of the Mario. Mario Kart 8 Deluxe Das Booster Course Pass drives Gibt's onto ja auch Nintendo Items Switch this dafür. winter. Ja, aber da musst du auch This das Glück DLC haben, can be Items dafür purchased zu on its bekommen. own, while active Nintendo Oder Switch dagegen. Online Plus Expansion Pack members can also enjoy Was it at machst no du gegen einen additional blauen cost. Panzer? Plus, Gar nix. a physical version of the Mario Kart 8 Was Deluxe machst du gegen einen Booster Course Blitz? Pass Gar DLC, nix. bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Something new is among us. Ich habe Among Us auch nicht gespielt. Gegen blauen Panzer gibt's eine Tröte. Ja, aber die musst du auch mal haben. Und wenn du Erster bist, kriegst du hauptsächlich Münzen.
Entdecke eine neue Karte. This new map for Among Us is free and launches this October. So was finde ich zum Beispiel cool, so いかがでし Gratis-Sachen. たか？ Mehr davon bitte. ここまで Ich liebe 任天 Sachen, 堂 die ダイレク gratis トをご sind. 視聴いただきありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。Haben Sie eigentlich Pokémon Kamisin und Purpur repariert? Funktioniert das jetzt schon so, wie es soll, ohne die ganzen Bugs? Weil ich habe gehört, dass das das Problem war bei Release. Ich würde auch die Metal Gear Master Collection kaufen, wenn es in 4K wäre. 次が最後の映像となります。ご覧ください。 Oder die GTA Trilogie, was die mit GTA 3, Vice City und San Andreas. Vorausgesetzt, sie würden das fixen. Paper Mario würde mich auch sehr interessieren. Da ist es. Das ist das, was du da gemeint hast, dass ich mir taugen wird. Ich habe nie ein Paper Mario gespielt, aber ich würde das auch gerne spielen. Das ist mega geil. Ist es ein Remake vom ersten oder ist es ein neues? Okay. Gab's davor nur auf dem Gamecube und der Preis war 200 aufwärts. Ist es das originale Paper Mario oder was? Die Legende vom Äonentor. Würde ich auf jeden Fall spielen. Teil 2? Warte mal, Teil 2. Eine Fortsetzung von Origami? Oder eine Fortsetzung von dem Gamecube-Spiel? GameCube で発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。 Nee, Teil 1war auf Nintendo 4. まだプレイしていない Ja. 方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。 Den ersten gibt's aber nicht remade oder so, 任天 oder? 堂ダイレクトは以上となります。 Oder remastered. ご視聴ありがとうございました。 Ich möchte jetzt spielen. Ich jetzt spielen. Ja, ich fand, das war deutlich besser als das von Sony. Den gibt's im Nintendo Game Pass. Okay. Ich fand das deutlich besser als und interessanter als Sonys Ding. Es sind ein paar Spiele, die ich mir anschauen würde. Auch so Sachen wie das mit der Spy, Anya. Dieses Spiel, Another Code,
von dem ich noch nie gehört habe. Saga, was ich noch nie gespielt habe. Tomb Raider 1 bis 3, warum ist der 4. Teil da nicht dabei? Meisterdetektiv. Also es sind einige Spiele, die ich spielen würde da. Das war deutlich besser, finde ich, als von PlayStation. Okay, ich werde jetzt gleich alles für Dark Souls herrichten. Und ich tue den Stream gleich mit Dark Souls neu starten. Also, bis in eine Sekunde. Oder 2. Wahrscheinlich 5 Minuten oder so. Also, bis gleich.